Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vampyr. Wir sind eigentlich hier dabei, um das Lagerhaus zu kontrollieren. Nicht das da, sondern das andere, das. Aber da können wir nicht irgendwo anders noch hier rein. Und... Gibt es nicht noch einen anderen Weg, als wie den Vordereingang so gesehen? Kammerjäger. Cool. This is despicable. Das ist abscheulich. Ja. Okay, aber wir haben nichts anderes gerade eben. Nee, es gibt's irgendwie nur den... Watch yourselves! There's one of them! Killing's all you deserve! Die, leech! Gonna smart! You leeches need killing! Ah. Mm, 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 mm. Glaube ich, gehe jetzt nochmal zurück zum Ding. Zum Krankenhaus. Oder ist nicht hier irgendwo eine Bastelstadt hier? Dass wir die Punkte, was wir am Ausgeben noch können. Gucke ich jetzt gleich mal nach. So. Ne, gucken wir mal schnell. Da war doch irgendwo hier auch ein... Gerade drehen können wir nicht, ne? Hier so irgendwo ist eins. Ein Unterschlupf ist doch irgendwo hier. Ach, hier oben. Da können wir mal schnell wieder die Markierung entfernen. Da gehen wir mal kurz da rein. Ja, dahin und... Blutspeer, Schattennebel, Klauen. Ah, wir wollen ja... Genau, wir wollten ja Verteidigung machen. Blutbarriere. Eins 3, das kriegen wir nimmer hin.
Gerinnung. Du unterbrichst das Blutzirkulation in den Erwähnen deines Ziels und machst es wehrlos. Das hört sich doch mal gut an. Durchhaltevermögen, Gesundheit. Kriegen wir das noch hin? Nein. Würde uns genau 30 EP fehlen. Shit. Ja. Kriegen wir das hin? Ne, das ist ab 1000. Kriege ich dafür hier mehr Schaden rein. Ist auch bei 2000. Das ist bei 1000. Was ist das? Bei wie viel sind wir da? Auch bei 1000. Fester Biss. Ja, erhöht den verursachten Schaden, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Ja, in dem Kampf irgendwie haben wir keinen Biss. Blutkapazität. Also wir kriegen irgendwo noch 30 Punkte her. Braucht irgendwo noch 30. Eieieiei, hier mal. Sehr viele Leute, was wir noch nicht kennen. Und die beiden sind irgendwie, ja. Ein Rätsel. Brauchen irgendwie noch 30 EP. War nicht. Ah ja, da ist sie. Da können wir noch mal fragen. Da kriege ich mir da auch EP, nicht? War das nicht so mal? Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reid. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Fragen wir mal nach Miss da. Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Über die Docs. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Warum gehen sie nicht? Keiner fühlt sich sicher. Ich fürchte mich nicht. So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. Über diesen Pub.
This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Mhm. Die Bar ist ein neutraler Ort. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Ihr Boss muss gut verhandeln können. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Sie ist gesund, okay. Persönliche Fragen? Wo kommen Sie her? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Ich verurteile niemanden nach der Hautfarbe. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Entschuldigen Sie, falls ich Sie verärgert habe. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London, and here I am. Okay. Goodbye, Miss Cavendish. 15. Es fehlen nur noch... Fehlen noch ein paar. Da ist eine Omi, was Unbekanntes. Da könnte ich noch hin. Wenn ich hinkomme, heißt das hier. Ist das hier drin? Good evening, madam. I'm Dr. Reid. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Sehe ich auch so. Warum soll man keinen Doktor reinlassen? Just grow eyes in the back of that head, sir. Ja, nach der könnten wir das uns leisten. It's locked, all right. So you have questions about the flu, then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Erstmal gegen ihn mit I'm der trying to Frau. locate Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Mhm. Wie ist das Leben hier? How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Die
Epidemie erzeugt Gewalt? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know, but it's most likely linked to the gangs if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Gewalt zehrt von Armut. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Was machen Sie beruflich? May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Ist Ihr Mann im Krieg verstorben? Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. Wie zahlen Sie Ihre die Miete? How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Persönliche Frage? Können wir nicht. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Ja, man kann eine persönliche Frage stellen konnte, kriege ich nichts. Ah, da gehen wir wieder. Da war aber noch ein Typ da draußen gestanden. Mit dem wir plaudern. Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Bist du allein? Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Es ist tragisch. Wir sind alle allein. Du solltest vorsichtig sein. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Okay. So long, Rufus. Be careful. Take care. Perfekt. Dann können wir jetzt dann noch schnell das machen. Oh, das ist doch gleich. Blutarmut hat der, okay. Haben wir was gegen Blutarmut eigentlich da? Oder dabei halt wenigstens? Da können wir mal das Leben ein bisschen höher machen. Unser Leben ein bisschen höher hauen. Jetzt dann. Dann hauen wir unser Leben mal höher. Zack.
Da werden wir jetzt dann nochmal darüber gehen. Wir haben ja jetzt dann das Schild so gesehen. Unser Blutschild. Und gehen jetzt nochmal rein. Another disgusting ghoul. Look lively! It's on to us! Stupid! I'll kill it! You leeches need killing! Crush the leech, boys! Die, I hate leeches! Die, vermin! Killing's all you deserve! What's burn it, boy! Bloody monster! Ach, verdammt. Das hat schon was ausgemacht, dass wir unser Leben ein bisschen erhöht haben. Aber diesmal konnten wir sogar beißen, aber warum? Vorher, das letzte Mal nicht. Gibt es vielleicht hier einen... Ja, hier gibt es auch einen Unterschlupf, okay. Muss ich vielleicht kann ich den noch irgendwie umgehen, das Ding hier? Another disgust. See them fancy clothes? This one's a top! You leeches! It's Okay, das war jetzt wirklich nichts. Überhaupt nichts. Mann, immer der Ladebildschirm, der dauert immer so lange. Wenn der mal schneller gehen würde.
Over there! There's one of them vermin! I'll put it on you! I'll send you to hell. Alter. So, mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Get them weapons ready! We found it! Take a breath of this! He's being bitten! Burn it, boys! Die, vermin! Die, beast! Grenade! Ah. So, aber ich würde trotzdem sagen, wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.